Ich bin bereit. Stört das hier? Oder soll ich das runternehmen? Oder so? Ist gut. Ich meine, ich finde es so geil, dass hier unser Logo drauf ist. Oh. Und weil das Reef so dunkel gedruckt ist, nichts für ungut, steht da eigentlich Tunze-Mania drauf. Und genauso fühle ich mich heute. Noch cooler ist, dass auf diesem Schild hauptsächlich auch nur Tunze steht. Wisst ihr? Ich denke mal, jeder gehört zu Tunze. Ja, ich laufe hier auch rum und denke mir, hey, warum hat der unser Logo auf seinem Ding? Ach so, ja, genau deswegen. Total cool, total cool. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Und noch nie haben mich so viele Menschen gleichzeitig angeschaut, während ich das Intro gemacht habe. Ja, und da sind sie alle. Ich würde euch gerne die neue Dosierpumpe hier einmal vorstellen. Ich würde gerne ein kleines Community-Projekt mit euch in diesem Video starten. Ich würde nämlich gerne jetzt euch mal erklären, wo wir gerade stehen. Ein paar von euch hier rum, die hier jetzt gerade zufällig auf der Messe sind, einspannen und ein bisschen ausfragen, was die so halten, was die sich so wünschen. Und ich würde dann euch einladen, da ein bisschen mitzumachen. Und ansonsten schauen wir noch ein bisschen über diese Messe. Ich habe da noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen will. Wird ein richtig cooles Video, kein langweiliges Messevideo. Los geht's! Ich habe ein kleines bisschen Gänsehaut, weil es so cool ist. Jetzt darf ich das Release-Video machen. Grüße gehen raus an meine liebe Truppe, die das Ding schnell vor der Messe fertig bekommen hat. Bitte verzeiht mir, es ist noch kein Serienmuster. Ich kann euch keinen Preis sagen und ich kann euch auch nicht sagen, wann die kommt. Denn ich will die noch so bauen, dass sie für euch perfekt ist. Aber natürlich haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht. Ihr seht da hinten gleich wieder diesen Stecker. Mir haben vor einigen Wochen auf einer Messe ein paar ganz liebe Menschen gesagt, hey, warum macht ihr eigentlich immer diese dummen Hohlstecker da hinten dran? Die sind nämlich dann angriffsfähig. Ne? Ihr wollt Premium-Produkte und dann ist hinten so ein Stecker, der nicht nass werden darf. Das passt nicht. Deswegen würden wir jetzt ans Netzteil direkt so einen wasserdichten Stecker machen. Nachteil, dann ist das Netzteil proprietär. Dann geht nur noch eins, das einen Stecker dran hat, aber dafür ist das wasserdicht. Und warum muss das wasserdicht sein? Ja, wir wollen auch die ganze Pumpe wasserdicht machen. Ganz oft sehe ich die irgendwo in der Nähe vom Technikbecken, dass irgendwo was ein bisschen feuchte zumindest ist. Das Ganze wird basieren auf dem Motor vom Orca. Man sieht die Ähnlichkeiten, oder? Also da drin ist tatsächlich genau die Platine vom Orca, genau der Motor vom Orca. Und ihr seht es auch an diesem Schiebemechanismus hier, dass auch da so ein paar Designähnlichkeiten sind. Also hinten dran, die Ähnlichkeit ist nicht von ungefähr. Der Orca kann etwas sehr präzise hin und her drehen, verlässlich, und das braucht man auch bei so einer Dosierpumpe. Die zweite Zutat für so eine Dosierpumpe ist der Kopf hier vorne, und da dachte ich mir, wir wollen jetzt nicht den Standardkopf, den man immer überall hat, sein. Wir wollen jetzt mal so was Besonderes haben. Grüße gehen raus an meine lieben Kollegen, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir das hier, ja, hey Felix, was geht, habe ich gerade da hinten gehört, und es werden immer mehr Zuschauer, voll gut. Ich komme mir immer vor wie so ein Marktschreier, wenn ich dann hier an dieser Theke stehe und dann so rumquatsche. Die Idee ist, hier vorne nicht mehr so einen kompletten Kopf zu haben und wo man irgendwelche Anschlüsse hat, sondern sowas Geiles. Schaut mal her, da kann man hier aufmachen und dann seht ihr schon die Walzen da drin drehen. Dann kann ich einfach den Silikonschlauch reinlegen und zumachen und dann geht's los. So, und wenn der jetzt verschlissen ist, kaputt ist, dann kann ich aufmachen, ein Stückchen weiterziehen und wieder zumachen. Geil, oder? Und ich habe hier keine Anschlussstücke, wo ich rumfummeln muss. Also der Schlauch kann undicht werden, wenn ich da lang genug drauf rummassiere, aber zumindest sind da keine Endstücke, die da Probleme machen können. Kommen wir mal zu dem Nachteil, da das jetzt auf dem Orca basiert, naja, gell, wird das jetzt einfach erstmal nur eine einzige sein. Wenn das super erfolgreich ist und ihr euch das alle wünscht, dann können wir natürlich eine mehrköpfige machen. Ich finde es auch ganz gut, wenn es ein singuläres Produkt ist, das in sich sicher funktioniert. Falls ich mehrere Pumpen zusammenschließen will, haben wir uns jetzt mal das gedacht. Seht ihr, das sieht jetzt nicht nur aus wie ein Fisch ein bisschen, naja, nicht mehr so sehr, wie es mal war, sondern ich kann da auch hier das dran und dann kann ich hier quasi mit so einer Nut-Feder-Konstruktion mehrere aneinander packen. Wir machen dann noch Löcher rein, dann könnte man sich das an die Wand setzen und dann so rausnehmen oder eben also mehrere an die Wand dran setzen. So ist jetzt die Idee, aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Idee furchtbar findet. Dann noch was sehr Cooles, das seht ihr hier an der Seite, das war auch so die Idee, ich kann hier den Schlauch reinmachen. Da seht ihr, das ist jetzt gerade der mittlere Schlauch. Da kann man nämlich, weil man irgendeinen Schlauch nehmen kann, auch so einen ganz, ganz dünnen nehmen und dann extrem fein dosieren oder auch einen ganz, ganz dicken Schlauch nehmen, dass wenn ich richtig viel dosieren will. Ich habe zum Beispiel gehört, manche wollen so flüssiges Futter dosieren und dann sind ihnen immer diese Schläuche nicht dick genug. Dann könnte man einen ganz dicken Schlauch damit nehmen. Ha? So, und jetzt kommt das größte Feature dieser Pumpe. Nicht nur, dass sie sehr schön gebaut ist, aber heute überzeugen Produkte auch mit Software. Und zwar geht die natürlich dann auch direkt ins selbe Ökosystem wie der Orca. Direkt in unsere Tunze-App rein, die, wie ihr wisst, auch schon ein großes Portfolio an Wasserwertemanagement hat. Und jetzt wird unser großer nächster Wurf sein, dass wir uns von den ICP-Laboren, von guten,
und einem sehr guten vielleicht. Die Messwerte holen direkt, wenn ihr die ECP einschickt. Das System selbst sagt, pass mal auf, dein Wert driftet in diese und diese Richtung. Nach den letzten Messungen, ich würde dir empfehlen, dass wir jetzt davon weniger dosieren. So, und dann macht es die Pumpe selber, dass ihr gar nicht mehr nachdenken müsst. Das ist so die Idee. Und jetzt dürft ihr träumen und mir sagen, was ihr davon haltet. Beziehungsweise, Lukas, was hältst du davon? Was ist dein erster Gedanke? Geil, einfach richtig gut. Also ich glaube, für mich haben Dosierpumpen immer vor allem zwei Ansprüche. Der eine kommt von mir selber, das ist absolute Zuverlässigkeit. Also das Ding muss funktionieren, immer. Und dann kommt meine Frau ins Spiel, die will natürlich Lautstärke. Und die am besten... Also die gute Nachricht, da ist kein Getriebe drin. Ihr kennt es, der Orca ist jetzt schon leise und auch das ist leise und die Mechanik funktioniert auch sehr leise. Also das ist gut, wenn man genau hinhört. Hier kann man sowieso nichts hören. Hört man vielleicht ein bisschen noch den Motor, aber da müssen wir noch ein bisschen an den Parametern arbeiten. Aber hast du Dosierpumpen, die laut sind und die schlafen? Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall, meine Frau vor allem, ja. Ich kenne das manchmal, dass die Geräte dann so, so gerade so KH-Manager machen und ja, genau das. Okay, verstanden, ja. Genau. Cool. Und es muss natürlich zuverlässig sein, ne? Wenn mir ein Becken mit 10.000 Euro Korallen erbraucht, wäre nicht so gut. Übrigens, der liebe Tobi da hinten steht da und schaut gerade ganz kritisch auf die Seite. Der hat mir was Schönes gesagt. Der erste Orca war ein Haushaltsgeräteprodukt. Jetzt haben wir das Ganze schon auf Industrial-Qualität gebracht, was den Software-Schutz angeht. Und als nächstes kriegen wir Military-Grade hin. Ja, dann muss er aber auch abliefern, schafft er schon. Gell? Das sieht er hin, das schafft er. Damit das nicht passiert, ist da ja auch noch der Decoder drin. Das Feature, das dafür sorgt, dass der Orca winkelabhängig eingestellt werden kann, ist da auch mit drin. Die Platine kennt den Drehwinkel von dem Motor. Und jetzt, wenn die Software nicht halbwegs dumm programmiert wurde, dann kann nicht einfach der Motor weiterdrehen. Dadurch, dass wir einen gescheiten Motortreiber hatten und nicht nur so ein kleiner, billig Spielzeugautomotor ist, der vor sich hin getriebt, also Getriebe kann man nicht zu einem Wert machen, habe ich jetzt auch hinbekommen. Okay. Dadurch ist es sowieso schon sehr, sehr verlässlich. Aber das müssen wir jetzt auch noch beweisen und herausfinden. Wir wollen auch hier kein Bananenprodukt bauen, das wir dann zu euch schicken, sondern etwas Gescheites bauen. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen, ich alte Laberbacke. Jetzt sag mal was Kritisches auch zu mir. Was Kritisches? Ja. Gut, das ist die größte Dosierpumpe, die ich jemals gesehen habe. Okay. Ja. Das ist wahrscheinlich die einzige. Glaubst du, dass es ein Problem ist? Für mich auf keinen Fall. Ich meine, man hat es meistens irgendwo im Schrank hängen, im Unterschrank. Ja. Solange es was aufhängen kann, top. Okay. Also deswegen, für mich ist jetzt nicht so der Punkt. Und die Aufhängung selbst, findest du die kacke? Nein, Also, ich kenne die schon vom Orca. Ja. Die ist zuverlässig, wunderbar. Aber also findest du das ist optisch nicht ein bisschen komisch oder so? Nein? Nee, ganz im Gegenteil. Ich meine, gerade, dass man es dann ja einklippen kann, dadurch werde ich die Pumpe nie mehr bewegen, denke ich mal. Also davon gehe Ja, ich du jetzt wirst die heute aufmachen, aus. Und genau. wenn ich einen neuen Kanister anschließe, kann ich den ja einfach quasi so haben, wieder rein. Nein, ich kann nicht viel Kritisches finden. Okay, das ist cool. Also was ich allgemein über diese Reefmania gerne sagen möchte, auf der ersten Reefmania war ich noch so ein bisschen schüchtern und ängstlich und so. Mal gucken, hoffentlich haben sie mich liebmäßig. Auf der zweiten Reefmania war ich schon komplett geflasht, weil ich so eine geile Community um mich herum hatte. Und jetzt auf der dritten Reefmania, ich fühle mich wie zu Hause. Hier sind überall Menschen, die ich teilweise schon kenne, die einfach auf den anderen Messen immer wieder da waren. Und die ganzen anderen Teilnehmer hier sind einfach Freunde geworden. Und ich bin auch so stolz und dankbar. Ich sehe hier zum Beispiel mittlerweile überall Kessil leuchten. Ja, ernsthaft. Ist so, ja. Das war früher überhaupt nicht so. Oder ich sehe hier überall unsere Produkte in den Aquarien auch drin. Und das macht mich einfach unglaublich stolz, auch auf, wenn ich das so sagen darf. Gell? Ein Produkt, das hier in einem Aquarium drin ist, das würde ich euch jetzt gerne zeigen, weil auch das so ein Projekt ist, was mich ziemlich stolz macht. Und das schauen wir uns jetzt an. Los geht's, kommt. Also, jetzt bin ich hier beim lieben Kevin, Reef Junkies. Was ist dein Geschäftsmodell? Also angefangen haben wir mit der Korallensäge. Die haben wir komplett neu konstruiert, im 3D-Druck entstanden. Dann haben wir halt noch so ein paar andere Gimmicks gemacht, die man so brauchen kann fürs Aquarium. Und irgendwann kam einer auf mich zu und sagte, ey, die Stream 3, kann man da irgendwas machen, dass die mehr Power hat? Wir haben sie ein bisschen verpackt, würde ich sagen. Ich kann das mal so ganz offiziell sagen, das Ding erinnert so ein bisschen an die Panther Search. Genau. Gell? Und da hast du einfach knallhart. Nein, ich habe schon vorher gefragt. Ja? Ich habe gefragt, ob ich das Design aufgreifen darf Ja. mit eurer Pumpe. Ja. Und die Jungs waren davon begeistert. Die haben gesagt, klar, ist cool, nimm das gerne auf, entwickel gerne ein bisschen weiter und dann haben wir es so gemacht. Also das finde ich ziemlich cool. Ich finde es wirklich sehr cool, dass sowas passiert. Weil ich wurde jetzt tatsächlich ein paar Mal gefragt, dass sie sowas haben wollen. Aber ich bin hier nur Bosch, der den Scheibenwischermotor baut. Und der Kevin ist diesmal der den Wagen anbietet, gell? Genau, Und du hast genau, gesagt, du hast ziemlich viel Nachfrage danach, gell? Ja, ist unwahrscheinlich groß, ja. Das hat ja noch gar keinen Namen, so das die Art von Produkt, oder? Riptide. Riptide. Es ist eine besondere Art von Strömung. Genau. Und Okay. zwar wollen wir versuchen,
mit so wenig wie möglich, so viel wie möglich zu bewegen. Ja. Und deshalb wird von unten das Wasser angesaugt durch die Säule, wird oben rausgedrückt und so bekommst du einmal das ganze Becken quasi gedreht. Wenn das so kommt, wie du ankündigst, dass die Pumpe dann auch rückwärts laufen kann irgendwann, Ja. dann geht's vorwärts, rückwärts und du machst mit der einen Pumpe ein ganzes Aquarium. Der Vorteil ist, ich sehe die Pumpe direkt selbst nicht im Nein. Aquarium. Nein. Ich habe eine komplette Umwälzung von unten nach oben. Genau. Das Rauschen oben, ist das was Cooles? Das ist jetzt hier gemacht, damit Ja. du siehst, wie wir Wasser bewegen. Ich verstehe. Also im Normalfall wäre der Wasserstand tatsächlich hier oben. Okay. Ja, das ist dann direkt unter der Wasseroberfläche, 2-3 Zentimeter. Ist jetzt nur, damit man hier sieht, da Ja. bewegt sich Wasser. Für welches Becken wäre das geeignet? Quasi jedes. Ja. Okay. Ja. Und du machst es auf Anfrage, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Zuschauer zu Hause wäre und Bock auf so ein Ding hätte, Ja. dann gehe ich in deinen Webshop rein. Das ist noch nicht im Webshop drin, weil Okay. wir beide da ja noch ein bisschen in Kontakt Okay, sind, um noch okay. ein bisschen mehr Power rauszukriegen. Ja. Aber es kommt im Webshop, du gibst mir die Höhe an vom Becken und dann wird es dann Okay. angepasst auf das Maß. Sehr gut, sehr gut. Dann ist das quasi nur eine Ankündigung für euch. Ich würde nämlich gerne der Stream 3 noch die Rückwärtsdrehfunktion beibringen. Die kommt bald, weil wir wollen ja die Controller auch in die Tunze-App mit reinbringen. Und dann können wir noch einige zusätzliche Features freischalten. Irgendwann würde ich der Stream 3 gerne auch noch eine Eco-Version verpassen und dann auch 1000 Liter pro Stunde und Watt schaffen. Und dann wird es ziemlich viel. Das wäre phänomenal. Da wäre es ziemlich viel Strömung da drin, aber machen wir mal kleine Schritte. Ja. Sobald das Ding rückwärts drehen kann, was wirklich bald passiert, weil für die Rückförderpumpe bauen wir das eh gerade, Okay. dann kann die Stream 3 auch sowas Cooles hier antreiben. Und das macht mich sehr stolz, dass unsere Produkte dann Einsatz in solchen coolen Anwendungen finden. Und ich meine, die Stärke der Stream 3 ist ja nun mal, Die Lautstärke. Die nicht Lautstärke. vorhandene Ja, Lautstärke. ja, geil, genau. Die Idee war ja echt, eigentlich ja, jedem, egal welche Pumpe, ja, das Teil da reinzumachen Okay. und das zu ermöglichen. Und dann kamen wir jetzt auf das Thema Geräusche. Ist einfach nicht schön. Ich habe ja 6 Stück von den Stream 3. Ja, geil. Im Keller die Reservepumpe und dann bauen wir das Ding da rein und dann lautlos genial. Also ich freue mich darauf. Ich mich auch. hoffe, es dauert nicht mehr lang. Die Leute sind gespannt, das Logo merken und wenn es losgeht, geht es auf jeden Fall los. Wenn ich jetzt komme und sage, ich will das Ding breiter oder in weiß und so, machst du alles? Farbe ist kein Problem. Ja. Breite würde ich gerne da bleiben. Das ist so das kleinstmögliche, Okay. was geht. Fragt nicht, ob es noch kleiner geht. Ich bin schuld, die Pumpe ist so groß, richtig? Ja, so sieht's aus. genau. Ja, genau. Jetzt haben wir jemanden, der noch gar nichts davon weiß und den quälen wir jetzt ein bisschen damit. Was glaubst du, ist das? Wegen dem Schlauch und dem Design wie eine Dosierpumpe. Ja, okay, Geil. cool. Wie wirkt die auf dich? Sehr stylisch. Stylisch, ja? Also ich ja. finde die stylisch. Okay, gut. Was sagst du zu diesem Kopf da vorne, zu dem Mechanismus? Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, kenn Ja. ich noch nicht. Also optisch. Spiel mal damit und sag mir, was du davon hältst. Ja, mach's mal kaputt. Wir haben zwar nur eins für die Messe, aber ist schon okay. Die läuft schon, oder? Ja, die läuft schon. Ich spüre was. Ja. Kaputt machen. Boah, ich krieg die gar nicht auf, glaube ich. Ah doch. Oh mein Gott. Das habe ich noch nie gesehen so. Ja, das sind die Möglichkeit, dass du den Schlauch direkt reinmachst und keinen anschließen musst. Glaubst du, das ist eine Verbesserung oder ist das eine Verschlechterung? Das wird auf jeden Fall eine Verbesserung sein, ne? Das ist ja nochmal so ein Punkt, wo keine Luft angezogen werden kann. Ja. Hattest du schon mal Probleme damit? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also So. ich persönlich habe noch nie eine Dosierpumpe verwendet, deswegen Okay. frage ich jetzt auch Leute, die sich offensichtlich gut auskennen. Ich hatte das schon öfter, da musste ich immer die Schläuche tauschen, Ja. damit das passt. Ja. Und immer drauf achten. Aber Jetzt, das wenn ist du aber so einen ganzen Schlauch dann hier hast, glaubst Ja. du würdest damit klarkommen? So. auf jeden Fall. Also, So, und jetzt, wenn das Ding irgendwann verschlissen ist, dann müsstest du den Schlauch ein Stücke weiterziehen. Und wenn ich dir sage, es gäbe verschiedene Schlauchdurchmesser, ja. Ah, das kommt auch noch ein bisschen. fändest du das gut, dass du sagst, ich kann hier ganz genau dosieren oder ich will ganz grob dosieren? Ja. Hältst du das für eine Verbesserung? Das hört sich an wie eine Verbesserung, ne? Also es hört sich an wie Ja. eine Verbesserung. Und jetzt sag noch irgendwas ganz Kritisches. Hau mich in die Pfanne. Kritisch ist ein bisschen schwer. Ja, aber Aber so- Gewicht ist doch gut, oder? Ja, aber so an sich kann ich noch nichts zu sagen, so kritisch mäßig, ne? Tiefere Insights bekommen wir dann, wenn jemand das mal benutzt hat. Das ist jetzt eine Pumpe und dann kann man die bestimmt so kaskadieren, oder? Genau, aber du hast halt immer wieder eine Pumpe, die du nur einzeln kaskadierst. Du hast nicht einen mit mehreren Köpfen. Ah, okay. Das wäre schlimm, oder? Warum denn nicht? Okay. Du sagst mir viel zu viel positive Sachen übrigens. Der erste Eindruck ist Ja. auch positiv, Okay, muss ich sagen. danke. Also keine Ja. Anschlüsse mehr, Ja, verschiedene Schläuche kann man da reinmachen. Drehst das auf, setzt es einfach nur rein, keine Luftanschlüsse mehr. Also wie genau die dann dosiert und so, das wird man ja, sehr gut. Das müssen wir noch beweisen. Sehr guter Punkt, richtig. Noch irgendwelche letzten Worte? Ja, die Messe ist gut, Tonze. Die Messe ist gut, gell? Gut. Ich, danke dir, mein Lieber. Ciao.
Ciao. Wir schmeißen jetzt auch die liebe Nora direkt ins kalte Wasser. Aber ihr wisst ja, die gute Nora, die performt in jedem Video. Und jetzt sind wir hier live auf der Reefmania. Live nicht ganz, aber ihr versteht, was ich meine. Und haben jetzt mal hier den Reef 360 in seiner vollen Schönheit gezeigt. Oder du zeigst ihn hier auf deinem Stand, gell? Ja, was ist denn so dein erstes Feedback jetzt hier? Ganz viele sagen, das ist ja eine tolle Idee, das ist ja verrückt. Andere sagen natürlich, das ist verrückt. Für eine Verkaufsanlage super, aber zu Hause ist es mir zu viel. Ja, ich meine, das hat man noch nicht gesehen, ne? Das überfährt einen vielleicht auch erstmal. Es ist natürlich auch vielleicht nicht für jeden Geschmack, aber andere sind richtig begeistert. Es polarisiert ganz stark, ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch schon tolle Ideen, also da haben auch schon Leute gesagt, sie wollen bitte eine ganz flache Version. Also da müssen wir nochmal ans Zeichenbrett. Okay. Ja, da habe ich schon gesagt, ich finde die Idee auch gut. Wir schauen mal, ob wir das nicht umsetzen können, gerade für kleine Becken oder so zusätzlich, dass wir noch eine ganz flache Version machen. Oder eine Verkleidung für den. Ne? Wir können ihn ja einfach auseinandernehmen, nachträglich auch noch eine Verkleidung drauf machen. Also viele Leute, die mitmachen wollen bei dem Ganzen. Ja, natürlich viele, die auch schon fragen, wie ist es mit dem Korallenwachstum? Das wurde ich auch schon öfter gefragt. Wachsen meine Korallen jetzt schneller damit? Ja, genau. Also wir sind ja immer noch dabei, dass wir sagen, Vermutungen sprechen dafür, aber wir können es leider erst später sagen. Aber ich zeige dann auch allen immer, sie sollen sich doch für diese Playlist quasi anmelden, dass sie da die Updates kriegen, weil da werden wir das ja alles euch auf Laufenden halten. Ja. Ne? Sobald wir was Neues erfahren oder auch wenn wir coole Kundenprojekte haben. Ne? Ich habe auch gesagt, jeden, der sich interessiert, so schick mir gerne ein Video, wie du es eingerichtet hast und wie deine Erfahrung ist, dass wir da dranbleiben und da das zusammen weiterentwickeln. Gestern hatte ich hier so einen Moment, da habe ich die Nora so ein bisschen überfallen, einfach in der Story. Und da hat sie mir irgendwann am Abend auch gesagt, für mich ist es schon komisch, wenn sich das Riff nicht mehr dreht. Also da merkt man eigentlich, dass es nur eine Perspektivenfrage ist. Gell? Wir sind ja Gewohnheitstiere als Menschen. Ne? Das, was man den ganzen Tag sieht, das ist dann normal. Und alles andere ist dann wieder komisch. Von daher hier sind viele erstmal so, hoch, was ist los? Ne? Aber wenn man es dann mal hat, dann hat man sich ganz schnell dran gewöhnt. Ne? Das ist wie bei einem neuen Auto, erstmal die ganzen Features und dann will man es nicht mehr vermissen. Also das ist auch ein neues Feature und ich denke, das werden sich dann zunehmend auch ein paar Leute rantrauen. Dass sie jetzt muss man sich noch anschauen. Trauen, gell? Jetzt muss man noch erstmal Mut gefragt. Ja, richtig. Jetzt brauchen wir die Early Adapter, die sich jetzt trauen und dann später den anderen sagen, oh Gott, das war so ein Scheiß, nie wieder. Oder wie die Nora eben, für mich ist es komisch, wenn ein Aquarium statisch ist. Und ich glaube, Zweiteres wird passieren. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ganz viele haben natürlich auch gefragt, kann der feststecken? Was ist, wenn da was reinkommt? Ne? Da haben wir dann auch gesagt, dass wir jetzt bis jetzt in den Tests nie Probleme hatten, dass der sich nicht in 1-2 Umdrehungen selbst wieder befreit. Und wir haben ja auch wirklich versucht, bei den Komponenten von der Qualität her so zu gehen, dass das alles safe ist, aber dann, dass das eben alles steckbar ist. Beruhigt dann auch wieder, weil im schlimmsten Fall kann man ein einzelnes Teil austauschen und die Sache wieder zum Laufen bringen. Die Leute hinterfragen halt, aber das ist ja ganz normal, gell? Ich habe schon ganz viele Gespräche geführt. Ja, genau. Ich weiß jetzt auch, wo die Sorgen liegen und wo die Interessen liegen. Ist ja natürlich auch ganz spannend, weil darum geht es ja, dass es auch dann letztlich das trifft, was die Leute zu Hause auch haben möchten. Ich meine, dafür machen wir das Ganze hier. Dafür sind wir hier auf dieser Messe und irgendwie ist das auch unser weiter Lebensinhalt oder so, gell? Wir wollen ja nichts bauen, was keiner haben möchte, oder? Ich danke dir, Nora. Ja, vielen Dank. Dann kommen die nächsten kritischen Fragen. Genau, ich stürze mich gleich wieder rein. Super. Wie gefällt es dir hier auf der Messe? Die Messe? Ja? Sehr gut, wie jedes Jahr. Ja. Bist du auf jeder Reefmania gewesen bis jetzt? Ja. Ja. Also jede, wo stattgefunden hat, war ich auf jeden Fall. Würdest du sagen, das war es wert? Also das Warten lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe Geschäft umgeschoben, ich habe alles in die Wege geleitet, dass ich auch hierher komme. Okay. Was ist für dich das Highlight so? Die Korallen oder dass du... Die Korallen, ja. Die Leute, was man hier trifft, man tut sich ja auch im Vorfeld dann auch da mit Leuten verabreden. Ja. Und vielleicht habe ich ja Glück und gewinne dieses Jahr wieder was an der Tombola. Jetzt hoffe ich, dass ich die Dreheinheit gewinne. Ich habe mir sagen lassen, dass der Lostopf so voll ist, dass man kaum noch Zettel reinschieben kann. Ja, ich habe auch 20 reingepackt. Ja, voll geil. Wann ist die Ziehung? 14 Uhr, oder? 17 Uhr. 17 Uhr, okay. Ja, da muss ich unbedingt hin, das muss ich sehen. Da muss ich dann mitjubeln mit euch. Oh, auch der Lostopf ist gut gefüllt. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Chance zu gewinnen ist geringer als bei vielen anderen Sachen. 4, 4, 3. Da haben wir einen glücklichen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Habt viel Spaß damit. Jetzt schau mal her, wir bringen eine neue Dosierpumpe raus. Die würde ungefähr so aussehen. Ich drücke dir die mal in die Hand und du sagst mir, was du davon denkst. Jetzt ist die Frage, ist das immer nur einzeln oder ist das auch genau. ein Vierer? Also das wäre erstmal nur eine einzelne. Okay. Aber wäre das für dich ein Dealbreaker?
Ich weiß ja den Preis noch nicht. Ja, angenommen, der wäre typisch für ein Tunze-Produkt. Ja, dann würde ja nichts dagegen sprechen. Okay, oh, okay, gut. Also die Tunze-Produkte sind ja wirklich gut. Okay, Den Osmolator, ja. der Rest habe ich leider von anderen Anbietern, Was erwartest du von einer Dosierpumpe? Was ist dir das Wichtigste? damit sie recht genau ist, Genauigkeit? damit sie halt kleinere Milliliterangabe auch macht. Sehr gut, du brauchst kleine Dosiermenge. Schau dir mal den Mechanismus da vorne an. Hast du sowas schon mal gesehen? Nee, ich überlege jetzt gerade, warum ist das hier so eingeklemmt? Ja, weil ich es verkackt habe. Okay. Aber jetzt, wenn du den Hebel hier umlegst, dann kannst du da den Schlauch. Ach, dann kann ich jeden Schlauch neu machen, oder wie ist das dann? Ja. Ach so. Und wenn du ganz präzise sein wollen würdest, könntest du so einen ganz dünnen Schlauch reinbauen und dann würde der super präzise dosieren, gell? Schaut mal an, da ist ja gerade noch irgendwie ein Millimeter. So, oder du könntest auch einen ganz dicken Schlauch reinmachen. Würden dir dafür Anwendungsfälle einfallen? KH, also KH Ja, ist ja. bei mir schon mit 400 Milliliter am Tag. Wow! Was hast du für ein Aquarium? 1,60 Meter mal 60 Okay, mal 60. okay, ja. 400 Milliliter am Tag, durstig, gell? Und da habe ich momentan die Grotech, die läuft jetzt halt auch schon ewig lang. Ja. Und warum was wegtun, wo noch funktioniert? Nee, das will ich gar nicht sagen. Wichtig ist halt auch, weil manche muss ja auch jeden Monat eichen und so Sachen. Das sind ja auch starke Unterschiede. Und das ist halt für mich auch so ein Kriterium. Was auch entscheidend ist, ist ja auch ein Preis. Ja, Die dann, Wärst du denn bereit auszugeben? genau. Was? Oh ja. ich denke mal 150 kann schon gut gewissens ausgehen, aber je nachdem wie genau und sonstiges, ja, Also- 200 € kriegst du schon hin. Wenn du ein Okay. gutes Produkt hast und es reibungslos funktioniert, finde ich auch 200 € okay. Weil wenn du im Nachhinein keine Probleme hast, das hast du ja dann eigentlich schon wieder eingespart. Ja, danke dir. Achtung, ich brauche noch dein Mikrofon. Ich würde das Wort der glücklichen neuen Besitzerin dieses schönen Cubes übergeben. Und wie ich mitbekommen habe, wird jetzt gerade auch schon versucht, dass ihr eine Pumpe bekommt. Genau. Okay, the stage is yours. Ich habe mich dazu entschieden, mir ein neues Becken zu kaufen von Wave. Das ist zum Glück gerade ausgestellt worden für einen super Preis. Und jetzt habe ich gerade noch mal den Felix angesprochen. Der hier zufällig gerade Ja, vorbeikam. tatsächlich, wir sind jetzt gerade im Rahmen dieses Genau. Videos. Also allein um diese Pumpe hier schnell zu holen, Ja, wurde ich jetzt 4-mal angesprochen auf dem Hinweg und, und auf dem Rückweg nur einmal. Aber es ist tatsächlich Ja. ganz schwierig. Ich muss die ganze Zeit Leute abweisen hier, weil ich dieses Video fertig drehen will. Ich finde es aber auch sehr schön, dass wir auch einige liebe Menschen hier in das Video mit einbauen konnten. Alle, die nicht in den Genuss gekommen sind, es tut mir sehr leid, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht nächstes Mal. Mir macht es total viel Spaß, aber leider ist einfach zu viel für mich. Ich bin nur ein Mensch, genau. Jetzt aber gut, jetzt, und jetzt ja. wollen wir einfach mal gucken, ob die neue Rückförderpumpe vom Felix da reinpasst. Ihr wollt hier die Rückförderpumpe einbauen. Ich habe jetzt einfach nur die mal hergeholt, so vom Stand entführt, gell? Ja, So, was ist die Idee? Direkt damit auch so rein? Upp. ja. Ich glaube, das wird ein bisschen tricky. Weil eigentlich ist doch wieder Auslauf. Hier, oder? da ist der Auslauf, gut. Felix? Das, Aber das passt, glaube ich, nicht, ne? nee. Oh nein. Theoretisch müsstet ihr halt einen Schlauch anschließen und nicht direkt draufschrauben. Wenn sie zum Beispiel ganz elegant direkt hier angeschraubt wäre, das hätte was, gell? Das hätte Die Pumpe wäre aber auch sehr stark für dieses Becken, gell? Dann braucht ihr schon fast keine Strömungspumpe mehr. Okay. Aber ein kleineres Format hättest du nicht, Ah, nein, leider nein. Also ich habe kleinere Pumpen, die da reinpassen, aber Ja. nicht mit dieser Leistungsklasse und Qualität, um es mal ehrlich zu sagen. Das ist halt Okay. jetzt Ultra Premium, während so die anderen Pumpen halt mehr Mittelklasse-Modelle sind, mit ein paar Nachteilen, aber dafür auch viel günstiger. Du könntest die zum Beispiel direkt da dran schrauben und würdest gar nichts hören. Du hast ein sehr langes Kabel, Sicherheitskleinspannung, keine Metallteile im Wasser. Es tut mir leid. Guck mal, das können wir jetzt schon aufgeben, oder? Ja, Das ist ich doch hier die glaub- Uhr, bloß nichts verkratzen. Das passt leider nicht. Nee, das bestehende Loch nicht. Vor allem, das wäre auch ein bisschen klein, wenn du mit dem riesen Auslass dann da so reingehst. Ja, Nee. das Aber- wird leider nicht. Aber viel Spaß mit dem Aquarium. Ja, danke, das werden wir haben. Also ihr Lieben, ihr habt es ja jetzt mitbekommen, ich bin jetzt hier ein bisschen herumgelaufen, habe den einen oder anderen mal gefragt, was er von der Messe hält. Und ich muss sagen, ich habe sofort wieder Gänsehaut. Da waren jetzt wirklich Leute da, die haben gesagt, das ganze Jahr freue ich mich auf die Reefmania. Das ist das Event. Das ist einfach the place to be für die Meerwasseraquaristik. Und jetzt habe ich mir gedacht, zum Abschluss dieses Videos hole ich mir niemand Geringeren als den Matthias. Du bist dafür verantwortlich, dass es die Messe gibt, oder? Ich glaube schon, ja. Ja. Wir haben uns das mal ausgedacht vor zwei, 3 Jahren Ja. ungefähr. Ja. Tunze ist dieses Jahr unser Hauptsponsor, also auch ganz großen Dank an Tunze. Wissen wir sehr zu schätzen. Cool. Es ist auch eine
wunderschöne Plattform, dass wir hier sein dürfen. Also ich weiß es sehr zu schätzen. Ja. Ich wollte eigentlich bei ihm schleimen und nicht andersrum, aber cool. Ihr habt hier wirklich was mega Geiles auf die Beine gestellt. danke. Ihr seid, ich will nicht sagen, der Nabel der Welt ist jetzt ein bisschen hart, aber ihr seid hier wirklich hier so ein Mittelpunkt dafür. Wir geben uns Mühe, aber man Ja. muss sagen, es lebt von den Besuchern, Ja. von euch, die herkommt. Es freut uns. Vielen Dank dafür. Es lebt von den Ausstellern, Okay. die uns unterstützen. Also es ist ein großes Teamprojekt. Das ist eine unglaublich angenehme Dynamik hier. Ja. Unglaublich liebevoll. Die Leute machen teilweise Dates aus, wenn sie hierher kommen. Ja, die ja, kennen sich ja. aus einer WhatsApp-Gruppe und hier treffen sie sich dann. Ihr macht hier nicht so ein Ego-Ding, sondern ihr habt hier Nee. eine großartige Plattform für die Branche geschaffen und damit jedem, der hier kommt, was Gutes getan. Also das muss ich wirklich sagen, danke. Das Danke, ist was Besonderes. Das ist die Grundidee. gewesen. Ja, wirklich gut. Also wirklich, ich danke dir von Felix. ganzem Herzen. Danke. Ja, gell? danke Super. auch. Wer es schafft, kommt gerne nächstes Jahr wieder vorbei, 2027. Datum geben wir in Kürze bekannt. Wird es auf jeden Fall wieder geben. Es lebt! Reefmania! Yes. Das ist jetzt hier das Barometer, wie cool unsere neuen Produkte sind. Man kann ja hier ein Los reinschmeißen und wenn deine Nummer gezogen wird, oder? Dann hast du, Ach, man kann sich einen Topf quasi man kann sich einen aussuchen, Topf was man haben will. aussuchen. Und wir haben jetzt hier den Reef 360. Ah, es ist schon viel, da ist schon was drin. Gell, schaut mal an. Oh, den kann man hier einfach heute gewinnen. Ich freue mich auf den glücklichen Gewinner, der das gleich in 8 Minuten sieht. An dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich macht dir viel Spaß in deinem Becken. Und wenn man das Gewicht so nimmt, da sind schon ein paar mehr drin als beim Salz. Ich habe mir sagen lassen, dass hinten beim Orca der Eimer schon übergeht. Da will ich mal hinschauen. Okay, also da ist schon, es ist noch Luft, gell? Aber das ist geil. Wenn ihr mal den Blick hier drüber, die ganzen Menschen, ich hoffe, die haben alle unterschrieben, dass sie jetzt öffentlich gezeigt Wir werden. pixeln das einfach Ja, alles. ja, genau. Also das ist ziemlich viel los hier heute und es warten mehrere Leute bei mir auf dem Stand. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen. Ich freue mich auf eure Kommentare zur neuen Dosierpumpe. Wir nehmen die alle ernst. Wir bauen die für euch. Ich hoffe, ich habe das in diesem Video häufig genug gesagt. Bestimmt habe ich. Also, ihr seid eine geile Community. Habt vielen Dank. Und jetzt auf dem Weg zum Stand werden mich schon wieder 5 Leute fragen. Und es tut mir sehr leid, jetzt schon, dass ich nicht mit jedem reden kann. Aber ich würde gerne. Okay? Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.